beautiful if you have a good heart. Du bist schön, wenn du ein gutes Herz hast. You know, of course, you know, we use all these cosmetic products, we use all of this. Wir benutzen die ganzen kosmetischen. I hope you wash your face and you, well, when you came here. But what makes you beautiful is really your heart. Aber was dich wirklich schön macht, ist dein Herz. Can I hear an amen? Amen. You know, when you meet a person with a good heart, Wenn du jemanden triffst mit einem guten Herzen, wow, it's wonderful. ist es wundervoll. It's good to meet somebody with a good heart. Es ist gut, jemanden zu treffen mit einem guten Herzen. But you know, there's some people, there's a lot of things that are still going on in their hearts. Bei manchen Leuten passiert viel in ihren Herzen. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Von dem Überfluss des Herzens spricht der Mund. Before I met Jesus, before I got born again, I spoke bad words. I was cursing left and right. Bevor ich Jesus kennengelernt habe und wiedergeboren wurde, habe ich schlechte Worte gesprochen, links und rechts. Because that was what was in my heart. Weil das war in meinem Herzen. It's just curses. Es waren nur Flüche. That's why what was coming out of my mouth was curse. Also es sind Flüche aus meinem Herz, aus meinem Mund gekommen. Now, I think all of us, we all know that this is still a construction area. Wir wissen alle, dass das noch eine Baustelle ist. We are still all, I believe, in the operating table. Wir sind alle noch auf dem Operationstisch. In the Western world, that is still the number one killer, or one of the leading killer is heart disease. In der westlichen Welt ist der Herzinfarkt die größte Todesursache. Your heart is sick, then you're gonna die. Wenn dein Herz krank ist, dann wirst du sterben. That's why you need to take care of your heart. Also musst du auf dein Herz aufpassen. My father died of a heart attack. My brother died of a heart attack. Mein Vater und mein Bruder sind an einem Herzinfarkt gestorben. So I take care of myself. Also passe ich auf mich selber auf. I go to the gym. Ich gehe ins Fitness. I try to avoid too much fat. Ich versuche zu viel Fett zu vermeiden. Because the cholesterols, they block your arteries. Weil die Cholesteron deine Arterien. It's the same thing in the spiritual. Das ist auch im Geistlichen. There are spiritual cholesterols that are blocking your spiritual arteries. Es gibt geistliche Cholesteron, was deine geistlichen Arterien blockiert. That's why we need to make sure that this is clear. Deswegen müssen wir sicher gehen, dass es clear ist. Congratulations, Amin hat alle Prüfungen in der Uni bestanden. Er hat jetzt Urlaub. Okay. So today I'd like to talk about an offense-free heart. Heute möchte ich über ein anstoßfreies Herz sprechen. Jesus even said, blessed are those who are not offended. Jesus hat gesagt, gesegnet sind die die keinen Anstoß nehmen. Alright, so our first verse will be coming from 1 Samuel chapter 16, verse 7, the second part. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, even here, you know, we want to keep this in order. Wir wollen das in die Reihenfolge bringen. Because man looks at the outside. Der Mensch schaut auf das, was vor Augen ist. Of course, we want the church to be presentable. Wir wollen, dass dass man auf die Kirche auch schaut. We want this to be clean. Wir wollen, dass es sauber ist. Because man looks on the outside. Weil die Menschen schauen nach draußen. If everything is chaotic here, Wenn alles chaotisch ist, maybe we won't get new people coming in here. dann kommen wahrscheinlich keine neuen Leute mehr rein. Because people look at the outside. Weil die Menschen schauen auf das, was draußen ist. So we want to try also to make the outside presentable. Wir wollen auch das, was außen ist,
schön machen, if we want to impress man. wenn wir Menschen gefallen. Because men look on the outside, people look on the outside. Menschen schauen, was draußen ist. But if we want to impress God, Aber wenn wir Gott gefallen wollen, God looks at the heart. Gott schaut aufs Herz. Do we want to impress God? Wollen wir Gott gefallen? It's God we want to impress. Gott wollen wir gefallen. So, we want our heart to be presentable. Wir wollen, dass unser Herz präsentabel ist. The problem is the heart is deceitful. It is wicked. Das Problem ist, dass das Herz schwach ist. That's why the first step is you must be born again. Also ist der erste Schritt, du musst wiedergeboren sein. The Bible says, I will remove your heart of stone and I will give you a heart of flesh. Die Bibel sagt, ich werde dein Herz aus Stein rausnehmen und dir ein Herz aus Fleisch geben. Religion is trying to deal with the outside, with the fruit. Religion versucht mit dem Außerhalb, mit der Frucht zu arbeiten. But if the root is not dealt with, Aber wenn die Wurzel nicht gut ist, then there's no, it's very exhausting. It doesn't bring any result. dann ist es sehr anstrengend, damit zu arbeiten. The root problem is the heart. Die Wurzel ist das Problem. If you have not yet given your life to Jesus, don't leave this place without giving your life to Jesus. Wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, dann verlass den Ort nicht das You need to have a heart transplant. Du brauchst eine Herztransplantation. Be born again. Sei neu geboren. Our heart, a pure heart, is our access to God. That is the way to God. Unser Herz, ein reines Herz, ist der Zugang zu Gott. Let us draw near with a true heart. Lass uns näher kommen mit einem reinen Herzen. During the worship time when we're singing, Während dem Lobpreis, als wir gesungen if you're haben, just watching the people here, wenn wir nur die Leute anschauen, and especially if you have a critical heart, oder auch wenn du ein kritisches Herz hast, you cannot expect to experience the presence of God. dann kannst du nicht erwarten, dass du die Gegenwart Gottes Because erlebst. it is a true heart Weil es ist ein reines Herz. that makes that when we approach God, you have to approach God with a true heart. Wenn du Gott begegnest, musst du ihm mit einem reinen Herzen begegnen. You see, all of these commandments, Alle diese Gebote, there is a purpose. da gibt es einen Sinn drin. And the purpose is, look at this. Now, the purpose of the commandment is love from a pure heart. Und die Hauptsumme aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen. You know, people, all of this, even the 10 commandments, Auch die 10 Gebote. everything that we read in the Bible, Alles, was wir in der Bibel lesen. it tells us the purpose of the commandment. Es sagt uns den Zweck der Gebote. Love. Liebe. But not just love, but love from a pure heart. Aber nicht nur Liebe, sondern Liebe von einem reinen Herzen. Hallelujah. David knows that. David weiß das. He was telling me, David got the token of my love. David received a sign of my love when he was a boy. David hat ein Zeichen von meiner Liebe bekommen, als er ein Junge war. When he got his popo full. Als er diszipliniert worden ist. Every time before I would discipline David, I would talk to him. Jedes Mal habe ich vorher mit ihm geredet. And he knew why I was disciplining him, right? Und er wusste, warum ich ihn diszipliniert habe. Huh? I would tell him because I love him. I tell him that's why I was disciplining him because I loved him. Ich habe gesagt, ich diszipliniere ihn, weil ich ihn liebe. The commandments that we receive from the Lord is because of love. Die Gebote, die du von Gott bekommst, ist And He wants aus us to Liebe. love. Und er möchte, dass wir ihn lieben. Alright, are you still here? Amen. Now some people, they really want to, they're doing everything to be the next, what is now the next,
Natin, DS, no? X Factor. They want to be the next X Factor discovery. Manche wollen die neue Entdeckung sein aus X-Faktor. But if there's something that we're going to pursue, Aber wenn es etwas gibt, wo wir nachjagen wollen, it says it's flee from youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. flieh den Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden und allem, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Some people, they say, oh, you are so passionate. Manche Leute sagen, du bist so leidenschaftlich. You know, when we call on the Lord, we need to call to the Lord from a pure heart. Wenn wir nach dem Herrn rufen, dann sollen wir mit einem reinen Herzen rufen. There's no other way. Es gibt keinen anderen That's Weg. why I like to worship with people who are calling to God from a pure heart. Deswegen möchte ich mit Leuten anbeten, die von einem reinen Herzen Now, rufen. I'm not about emotionalism, Ich rede nicht von Emotionalismus, but really from the depths of your heart. aber wirklich von den Tiefen von unserem Herzen. You know, it's wonderful to be praying with people who are calling to God from a pure heart. Es ist wundervoll, mit Leuten zu beten, die von einem reinen Herzen beten. You know, you feel the presence of God. Dann fühlst du die Gegenwart Gottes. The English, the German might be broken, Vielleicht ist das Englisch oder Deutsch gebrochen, but when they pray, aber wenn sie beten, your hair stands up. hast du Gänsehaut. There are some people, they have all these fancy words, Manche haben so ausgefallene Wörter, but you're just thinking, oh boy, when will this end, you know? aber du schaust dann auf die Uhr und fragst dich, wann hört es auf. Call from a pure heart. Rufe aus einem reinen Herzen. Look at this. Are you still with me? I tell you. Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt auch untereinander beständig Lieb aus reinem Herzen. Mommy and I, we were in, where were we? We were in Kansas. We were in Kansas City. We were invited for dinner. Jemand und ich, wir waren in Kansas City zum Abendessen. Oh, we were happy to meet friends for dinner. Wir haben Freunde getroffen zum Abendessen. Then when we came to the restaurant, Als wir dann in dieses Restaurant gekommen sind, our friend said, oh, I invited my friend. haben unsere Freunde noch einen anderen Freund eingeladen. First time we met, sat down. Erst haben wir uns getroffen, haben uns hingesetzt. The friend did not order anything, Der Freund hat gar nichts bestellt, but this friend took the whole night trying to recruit us in his network. aber der Freund wollte uns den ganzen Abend in sein Netzwerk rekruten. And I tell you, I was irritated. Und ich war irritiert. I went there to meet friends, Ich wollte Freunde dort treffen enjoy the dinner, und zum Abendessen. and here was this guy, he basically ruined our evening. Und da war der andere und der hat unseren Abend ruiniert. That person had a motive Er hatte ein Motiv, just to recruit me in his business. einfach in sein Geschäft reinzuziehen. I was not there to be recruited for a business. Ich wollte nicht in das Geschäft reingezogen I werden. wanted to have fellowship Ich wollte einfach Gemeinschaft haben. with somebody who really cared about me. Mit jemandem, der sich um mich gekümmert hat. And there are people, they come, they always have a hidden agenda. Und manche haben so einen versteckten Plan. Can we not just love one another with a pure heart? Können wir jemanden nicht einfach mit einem reinen Herzen lieben? Can you share the gospel to somebody who will not even come to our church? Kannst du das Evangelium zu jemandem teilen, der nicht mal zu unserer Gemeinde kommt? Can you bless somebody without expecting anything in return?
Kannst du jemanden segnen, ohne zu erwarten, dass ihm was zurückkommt? Or there has to be always something in return. Oder muss da immer irgendwas zurückkommen? Love with a pure heart. Liebe mit einem reinen Herzen. Are you getting what I'm saying? Versteht ihr das? I don't know, wait. Yes. Am I at home? I'm no longer in. Yesterday I was talking to so many people, but it was also quiet. Gestern habe ich zu so vielen Leuten On the other day. gesprochen. But what I'm saying is that we need to learn to really, just do things from a pure heart. Wir müssen lernen, einfach Dinge Why? mit einem reinen Herzen zu tun. It is your license to see God. Es ist deine Lizenz, Gott zu sehen. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Even if there's trouble, Auch wenn es Probleme gibt, you still see God. siehst du Gott immer noch. If there's, tribulation left and right, Wenn es links und rechts you still, Hindernisse gibt, you still see God. dann siehst du Gott immer noch. It's those who have a pure heart that can see God. Die, die reines Herzens sind, werden Gott sehen. You get what I'm saying here? I mean, sometimes the conference, the service, the gather is so anointed, glory of God is there, and yet people do not see God. Manchmal ist die Konferenz oder der Gottesdienst so gesalbt und Leute sehen Gott nicht. Yeah, or you could be in a place that's just very, uncomfortable, Oder du kannst an einem ungemütlichen Ort sein. and yet you still see the hand of God. Trotzdem siehst du die Hand You still Gottes. see God. Du siehst Gott. I want to see God, Ich möchte Gott sehen. because what you see, you become. Weil was du siehst, wirst du. And if I want to see God, Wenn ich Gott sehe, I need to have a pure heart. dann möchte ich ein reines Herz haben. Those who have a pure heart will see God. Die, die ein reines Herz haben, werden Gott sehen. Tama ba, tata? Amen. Amen. Hallelujah. All right. And God will look for you, Und Gott wird nach dir schauen. because God looks. Because the Lord has sought for himself a man after his own heart. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. God will look for you Gott wird nach dir suchen, wherever you are, wo immer du bist, because you've got a pure heart. weil du hast ein reines Herz. God will be there. Gott wird da sein. When I'm preaching, Wenn ich predige, sometimes, especially, you're in the stage, you see people. manchmal auf der Bühne, dann siehst du Menschen. Then you see those who are bored, Du siehst die, die gelangweilt sind. and you see there are people, they're always like, Und manche schauen nur so erstaunt. and I see those who really are pursuing God. Ich sehe die, die wirklich Gott suchen. God is looking. Gott sucht. This guy is a pure heart. This guy is after me. This person is after me. Diese Person sucht nach mir. And then you will feel the presence of God. Und dann wirst du die Gegenwart Gottes fühlen. This is the absolute. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Irma and I, we were a missionary in Capiz. Wir waren Missionare auf den Philippinen. Water is very scarce. Es gibt sehr wenig Wasser dort. So we had a well. Also hatten wir einen Brunnen And I tell you, we protected that well. und wir haben diesen Brunnen beschützt. We had to cover it. Wir mussten es bedecken. Because if, that sometimes the dry leaves get into it, Weil wenn dann Gras da reinfliegt. you have to keep the well pure. To zero in on particular things now. Ich möchte jetzt auf bestimmte Dinge fokussieren. Look at this. Schaut auf das. Jesus said, woe to the world because of offenses. For offenses must come. But woe to that man by whom the offense comes. Jesus sagt, wehe der Welt wegen der Anstöße. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß kommt.
It is not if, but it is when. It will happen. Es könnte nicht passieren, sondern es wird passieren. You will be offended. Du wirst beleidigt werden. You know, the lady at the Kasse at Pennymark will offend you. Die Frau an der Kasse wird dich beleidigen. The waitress will offend you at the restaurant. Oder die Kellnerin wird dich beleidigen im Restaurant. Offense will come. Beleidigungen werden kommen. You were driving here, you were offended by the other driver. Vielleicht wurdest du auf dem Hinweg hier von anderen Autofahrern You beleidigt. get offended in church. Oder in der Kirche. You know, one time I preached. There was this young lady, she came to me after the service. Einmal habe ich gepredigt und da war eine junge Frau, ist zu mir gekommen nach dem Gottesdienst. Oh, she was so angry. Sie war so wütend. She came to me, she said, why did you talk about me in your preaching? Sie kam zu mir und hat gesagt, warum hast du über mich gesprochen in deiner Predigt? Why did you tell my story? Warum hast du meine Geschichte erzählt? You didn't talk about my relationship with my boyfriend. Du hast über meine Beziehung mit meinem Freund I gesprochen. didn't know that. Ich habe das nicht gewusst. But I just preached the word of God. Ich habe das Wort Gottes You gepredigt. know, if you've got toothache, if you've got cavities in your tooth, Wenn du Karies hast, and you drink water, cold water or hot water, Wasser trinkst, all the healthy teeth, they're okay. die gesunden Zähne sind okay. But the one with the cavities that will react. Aber die Karies haben, werden darauf reagieren. And you know, when I preach, it's the water of the Word of God. Wenn ich predige, ist es das Wasser des Wort Gottes. And if you've got spiritual cavity, Und wenn du geistliches Karies hast, you will react. wirst du reagieren. And sometimes you get offended by the preacher. Manchmal wirst du vom Prediger I beleidigt. just preach the Word. Ich predige nur das Wort. But you get offended. Aber du wirst beleidigt. Or you get offended, oh, the pastor, he thanked everybody. Oder du wirst beleidigt, weil der Pastor hat jeden gedankt, Forgot to thank me. hat vergessen mir zu danken. You know, I'm Filipino. Ich bin Filipino. I know the Filipino heart. Ich kenne das Filipino auch. Sometimes it's sometimes thinner than the onion skin. Manchmal dünner als Zwiebelhaut. Bilis magtampo, you know, so I'm not gonna attend anymore. Wird schnell beleidigt. Oh, that has happened, and oh, maybe we haven't seen you in church for a long time now. Wenn irgendwas passiert, oh, ich habe dich schon lange nicht mehr Then we find out, you gesehen. know, a little thing. Dann finden sie was ganz Kleines raus Offended. und sind beleidigt. Jesus said, offense will come. Jesus hat gesagt, der Anstoß wird kommen. Those who are married, you know what I'm talking about. Der Verheiratete ist, weiß, wovon ich spreche. But look at this. This is difficult. A brother offended is harder to win than a strong city. Ein, And contentions are like a bars of a castle. ein getäuschter Bruder ist wie eine verschlossene Burg, wie ein Festungsriegel, der Streit mit ihm. You know, you cannot even talk sense. Du kannst nicht sensibel sprechen. You know, everything is colored. Alles ist gefärbt. If you say white, the interpretation is black. Wenn du weiß sagst, ist die Interpretation schwarz. You do things really, you know, from a pure heart, Du tust Dinge aus reinem Herzen, but the interpretation is already. aber die Interpretation ist anders. You know, there's a saying in English, Es gibt ein Sprichwort, you are damned if you do, and you're damned if you don't. du bist verdammt, wenn du es tust, aber auch verdammt, wenn du es nicht tust. Because the brother is offended. Weil der Bruder ist beleidigt. You know, I told you I've been a pastor for many years. Ich bin ein Pastor für viele Jahre. There are some people, they just leave. Manche Leute gehen einfach. Try to win them back. Ich versuche sie zurückzugewinnen. And then, oh, you're manipulating me. Und dann, oh, du manipulierst mich. Okay? And then there's some people, okay, you want to go, then you go. Und manche Leute sage ich, du willst gehen, dann geh. And then they say, oh, I thought you were a father, why you're not trying to win me back? Und dann sagt sie, ich dachte, du bist ein Vater, warum versuchst du mich nicht zurückzugewinnen?
I try to win you back, I'm manipulating you. Ich versuche dich zurückzugewinnen, ich manipuliere dich. If I let you go, Wenn ich dich gehen lasse, I'm not doing anything. habe ich nichts gemacht. You know, you're done if you do, you're done if you Du don't. bist verdammt, wenn du es tust, du bist verdammt. No matter what you do, it's wrong. Egal was du tust, alles ist falsch. Because there is an offense. Weil es gibt einen Anstoß. Alright, married people, again, you know what I'm talking about. Verheiratete wissen, wovon ich spreche. Alright? I'm not gonna go into details. Ich gehe I nicht must ins get into Detail. trouble. Baita! Now look at this verse. Jesus said, many will be offended, will betray one another, will hate one another, and many false prophets will rise up and deceive many, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Jesus hat gesagt, und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, und weil wird die Liebe in vielen erkalten. Wow! These are the signs of the end times. Das sind die Zeichen der Endzeit. But what I want you to notice here, Und was ich will, das ist notiert hier, before the betrayal, vor dem Verrat, before the hatred, vor dem Hass, before the false teaching, vor den falschen Lehren, before the cold love, vor der kalten Liebe. what did he say? Was hat er gesagt? Offense. Anstoß. Many will be offended. Viele werden Anstoß nehmen. Offense that is not dealt with Anstoß ist nicht aufgearbeitet wurde. opens a door. Geöffnete Tür. Alright. That offense causes others to betray. Dieser Anstoß bringt andere zu verraten. You know, Philippine history is full of, sad to say, betrayal. Philippinische Geschichte ist voll von Verrat. Andres Bonifacio, he led the Filipinos to fight against the Spaniards. Andres Bonifacio hat mit den Filipinos gegen Spanier gekämpft. And then there was another leader, Aguinaldo. Dann war ein anderer Leiter Aguinaldo. But then who's gonna be more powerful? Und dann ging es darum, wer mächtiger ist. You know, it's the Filipino killing the Filipino. Da haben die Filipinos getötet. Yeah. When the Americans came, the same story. Als die Amerikaner gekommen sind, war es wieder das Gleiche. They just let them fight among themselves. Sie haben untereinander einfach gekämpft. So here was the foreign power that they have. You know, just divide them. Let them be divided. Da war dann eine Kraft von außen und hat sie einfach geteilt. And that's what's happening. Und das passiert. If there's an offense, Wenn es Anstoß gibt, it is a breeding ground for betrayal. das ist dann ein Samen, der wächst zum Verrat. If Armin offended me, Wenn Armin mich beleidigt hat and I did not deal with that offense, und ich habe damit nicht umgegangen, maybe it will even be after 1 month, vielleicht nach einem Monat or 1 year, oder nach einem or Jahr even 10 years, oder in 10 Jahren. but that has never been dealt with. Aber ich bin damit nie umgegangen. And then somebody comes to me, Dann kommt jemand zu mir say, you know, Armin did this, I was offended by Armin. und sagt, weißt du, ich war wurde beleidigt von Armin And you know, that will activate und das wird dann aktiviert. me too. Wird mich auch aktivieren. I think we should need to do something about Armin. Vielleicht müsst ihr was gegen Armin tun. Betrayal, Verrat, hatred. Hass. Wow, hate, hate. Do you know what hate is? Wisst ihr, was Hass ist? You know, some people, how is Bob? Wie ist Bob? Wie geht's Bob? You know, some people
Don't say bad words. Don't say that name. Manche sagen dann, sag nicht diesen Namen. They're so full of hate. Sie sind voller Hass. If they hear the name, Wenn sie den Namen schon hören, their day is kaputt. Their day is, you ruin their day. dann ist der Tag kaputt. That's already hate. Das sind sie voller Hass. You don't want to think about this person. Sie wollen über diese Person nicht You haben. burn all the images, you delete all the pictures. Sie schmeißen die ganzen Bilder weg von denen. Nothing to do with this person. Sie wollen mit der Person nichts zu tun haben. Really quiet today. Sollte leise sein. And because of this hatred, Und wegen diesem Hass you are very vulnerable for false teachings. seid ihr sehr verwundbar für falsche Lehren. False prophets. Falsche Propheten. Deception will come. You will begin to think, Verführung wird you will kommen. begin to believe things that are not biblical. Du fängst an, Dinge zu glauben, die nicht biblisch sind. Ultimately, the purpose, Und am Ende your love will be cold. wird deine Liebe kalt sein. No love. Keine No Liebe, love for the Lord, keine Liebe für no die love for the people. keine Liebe für die Menschen. Your heart becomes hard, Und dein Herz wird hart, cold. kalt. Where did it all begin? Wo hat alles angefangen? Offense. Beim Anstoß. Simple offense. You know what I'm saying? I mean, there are people that just, we've been together for many years, Wir waren so lange zusammen and then all of a sudden, nix. und plötzlich nichts, They're gone. sind sie weg. And then I hear they're speaking against me. Und ich höre, wie sie gegen mich sprechen. What did I do? Was habe ich gemacht? You get what I mean? And then I find out one day, there was just a little thing that I don't even remember. Irgendwann finde ich raus, da war nur eine kleine Sache, wo ich mich gar nicht mehr dran That's erinnere. why, if you are offended, Deswegen, wenn du beleidigt bist, and that's why, dear Filipinos, we could really learn from our dear German friends. liebe Filipinos, wir können von unseren deutschen Freunden lernen. Sometimes the Germans are brutally frank. Manchmal sind die Deutschen brutal ehrlich. Sometimes it's too much for a Filipino. Die sind zu direkt. Just the other day. Oh, but I thank God. Aber ich danke Gott dafür. Somebody came to me. Es war gerade vor ein paar Tagen, da ist jemand zu mir gekommen. I was irritated. Ich war irritiert. Why did you say this? Warum hast du das gesagt? Wow. But I really thank God. Aber ich danke I Gott. said, thank you for letting me know. Danke, dass du es mir gesagt Oh, hast. I did not mean that. Ich habe das nicht gemeint. I'm sorry. Entschuldigung. Sorry. And Entschuldigung. most of the Germans, not all, most of the Germans, Die meisten Deutschen, they said, yeah, nicht alle, and they said, alles klar. sagen dann alles klar. And it's alles klar. Dann Because sometimes Filipinos, manchmal Filipinos, oh, okay, no. dann ist nicht alles klar. You need to understand the language of Filipinos sometimes. Okay lang, pero may araw pa rin. But at least for someone, they really say, they just really tell you, I was hurt, I was offended, I was ill. Why did you do that? Why did you say that? And it's good that they let you know. Aber manchmal sagen die wirklich so, ich wurde verletzt und warum hast du das wirklich Because for gesagt? me, I did not even notice it. I did not even know that I wasn't sensitive Aber enough. manchmal merke ich es gar nicht, wenn ich jemanden And verletze. it's good that it was told Und me. es ist gut, dass es mir gesagt wird. Are you with me? Amen. And so then, if I am humble enough, then I will admit to my fault and I will say sorry. Wenn ich demütig genug bin, dann werde ich das annehmen und Entschuldigung sagen. Sometimes it takes time for you to swallow your ego, your pride. Sobra naman, too much. When if you were offended, I'm sorry. Manchmal braucht es Mut, um den Stolz zurücknehmen But- und dann
Entschuldigung. And this message is for all of us, including me. Aber die Botschaft ist für uns alle. Offense will come. Jesus said, everybody will be offended. You will be offended. I will be offended. Wir werden alle irgendwie in einer Form beleidigt werden. First time I came to Korea, Das erste Mal, als ich in Korea war, went to the church. bin ich in der Kirche. Boy, I love our Korean sister. But you know, the church was so full. Die Kirche war so voll. In Korea, they just push you. You just get pushed. Und I mean, literally, you really get pushed. du wirst da einfach geschuckt in der And Kirche. of course, I get offended. Und ich war beleidigt davon. But then, as longer I stay there, it's normal. Das ist normal. They're not doing it out of, it's normal. Das ist einfach normal, wenn du da geschuckt wirst. In the Philippines, you know, Auf den Philippinen. we can point with our mouths. Zeigen. Maybe for some people, if you get offended, Bist du davon beleidigt? but I'm not doing it I'm not doing it out of disrespect. Aber ich mache das nicht, weil ich euch nicht respektiere. But maybe you are offended, Vielleicht fühlst du dich davon but you beleidigt. did not deal with your offense. Und dann hast du mit deinem Anstoß nicht, You did not talk to bist nicht me. umgegangen. Du hast nicht mit mir You gesprochen. did not settle the issue with me. Du hast nicht über das So Problem this gesprochen. offense, Also ist dieser Anstoß, it will lead to betrayal. wird vielleicht zum Verrat führen. What do you mean betrayal? Was meinst du mit Verrat? You know some things about this person, Du kennst Dinge über die Person and then you begin to gossip. und dann fängst du an zu lästern. You know, I also had a bad experience with it. Dann sagst du, ich hatte auch eine schlechte Erfahrung. That is betrayal. Das ist Verrat. You are betraying the confidence. Du verrätst die Vertrauen. I know a lot of things about you. Ich kenne viel über euch. How would you feel if I talk to the whole world about what I know about you? Wie würdest du dich fühlen, wenn ich der ganzen Welt sage, was ich über euch weiß? You feel betrayed. Fühlst du dich verraten? I trusted Pastor Reggie. Ich habe Pastor Reggie vertraut. I told him private, personal things. Ich habe ihm private, persönliche Dinge gesagt. So he posted it in Facebook. Und er hat es auf Facebook gepostet. You feel betrayed. Du fühlst dich verraten. Betrayal is very, very painful. Verrat ist sehr schmerzvoll. Painful. Schmerzvoll. And you know, sometimes, at least when you get hit here, it gets wound, the wound heals. Wenn du geschlagen wirst und du bekommst eine Wunde, dann verheilt die Wunde. But betrayal is so deep, the wound is so deep. Aber die Wunde von Verrat ist so tief. Everybody, you know, Jesus Christ, the superstar. Was Jeder shouted? hat gerufen, Jesus Christus, der Superstar. But now they shouted, crucify him! Aber dann haben sie, And because of that hatred, you know, hatred. wegen diesem Hass, And then, of course, the devil, false teachings, false prophets, left and right. und dann vom Teufel falsche Lehren, links und rechts. And then ultimately you backslide, you don't love Jesus anymore, you don't want to go to church anymore, you don't want to pray anymore. Und dann am Ende gehst du nicht mehr zur Gemeinde, willst nicht mehr beten, willst nichts mehr vom Glauben wissen. It all started from an offense. Es hat alles von einem Anstoß angefangen. Now the offense can be rightfully or even intentionally or unintentionally. Dieser Anstoß kann beabsichtigt oder auch unbeabsichtigt But it sein. really doesn't matter. Aber es ist eigentlich egal. It's an offense. Es ist ein Anstoß. Look at this. Can you give me 5 minutes more? Yes. Haben wir noch 5 Minuten? You know, they were offended by Jesus. Sie waren beleidigt von Jesus. Is this not the carpenter, the son of Mary, the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? You know, Mary and Joseph, they had 4 sons. James, Joseph, Judas, and Simon.
are not there. His sisters, plural. Sisters here with us. So they were offended at him. But Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house. Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder von Jakobus und Josef, Judas und Simon, also Josef und Maria, die hatten noch 4 andere Söhne. Und es sind auch seine Schwestern hier bei uns, also sie hatten noch mehrere Schwestern. Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihm, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. In other words, who do you think you are? In anderen Worten, was denkst du, wer du bist? Messiah? Messias? Savior? Der Retter? You're just a carpenter. Du bist doch der Zimmermann. You're not the son of Bill Gates. Du bist nicht der Sohn von Bill Gates. Who are you? Wer bist du? You're a nobody. Du bist niemand. They looked at him as a simple carpenter. Sie haben ihn angeschaut wie einen einfachen Zimmermann. The guy who lives at the corner. Der um die Ecke wohnt. And they could not accept him as Messiah. Sie konnten ihn nicht als Messias annehmen. We know who you are. Wir wissen, wer du And bist. that's what happens to us. Und das passiert auch. When we look at people only in the flesh, Wenn wir Leute anschauen, nur im Fleisch. you look at their physical or social standing, Du schaust auf ihre physische oder sozialen we Standpunkt question their credibility. und stellst ihre Fähigkeiten in Frage. Even graduating from a theological seminary. Hat nicht mal von einem theologischen Seminar. Who are you to preach to me? Wer bist du, dass du für mich In predigst? other words, they question the authority. Sie haben die Autorität in Frage gestellt. Sino ka ba? Who are you? They looked at him from head to toe. Sie haben ihn von Kopf bis Fuß You're angeschaut. just a carpenter. Das ist doch nur ein Zimmer. And when you begin to do that, Und wenn du anfängst, das Ja. zu tun, I mean, if I begin to look at Bob Hazlett, he's just a typical American. wenn ich auf Bob Hazlett anschaue, ist nur ein typischer Amerikaner, I could be offended. könnte ich beleidigt sein. Enough of the Americans. Ich kenne doch die Amerikaner. But I tell you, the guy was so anointed. Aber der Mann war so gesalbt, He was so sharp. er war so scharf. Do not be offended by our appearance. Sei nicht beleidigt von unserer Erscheinung. I'll finish. I'll try to finish because the bells are ringing. But one of the ways you get offended is because your expectation is not fulfilled. Und wenn du beleidigt wirst, kann es sein, dass deine Erwartung nicht erfüllt ist. Because you have certain Weil ideas. du hast bestimmte Ideen. But you know, expectations, there are valid expectations, there are expectations that are not valid. Aber es gibt gültige Erwartungen, aber auch nicht gültige Just Erwartungen. like Naaman thought that that the man of God would just heal him on the spot. Wie Naaman erwartet hat, dass Elia ihn einfach so plötzlich, But when he was asked to dip into water 7 times, als er ihn dann aber gefragt hat, ob er 7-mal ins Wasser in dirty gehen kann, water, in dreckiges Wasser, he was offended. dann war er beleidigt. Are your expectations valid, Sind deine Erwartungen gültig or are they your imagination? oder sind sie deine Vorstellung? Let me finish with this. Let me just say Damit this. enden. You know, sometimes God offends your mind Manchmal beleidigt Gott deine Gedanken, to expose your heart. um dein Herz zu offenbaren. You know, our first Sunday service, Unser erster Sonntagsgottesdienst, August 14 tayo, di ba siya? August 21. 22. August 21, 1994. 21. August 1994. There's a Filipina. Da war eine Philippiner, She always smiled at me. hat mich immer angelächelt, She always, was so respectful. war immer so respektvoll. And then we rented this hall in Hausmannstraße. Da haben wir eine Halle in der Hausmannstraße. First Sunday service, we go there. Am ersten Sonntagsgottesdienst sind wir dahin.
and the doors were locked. Und die Türen waren verschlossen. We could not enter. Wir konnten nicht rein. And this Filipina that always smiled at me, Und die Philippiner, die mich immer angelächelt hat, the whole time she was cursing and cursing, mura na mura. She was saying bad words. And I was surprised. sie hat die ganze Zeit geflucht und hat schlechte Wörter gesagt. Oh, wow, she started to, she turned into another person. Sie war wie verwandelt in eine andere Because she was Person. offended Sie war beleidigt, that the Hausmeister did not open the door. weil der Hausmeister hat die Tür nicht And she aufgemacht. started to say words that you, ooh. Hat sie böse Wörter immer gesagt. Then we ended up having our first Sunday service in the Wohnung of Dr. von Armin, my Kinderarzt in Schwabstraße. Da hatten wir den ersten Gottesdienst bei einem Kinderarzt in der Wohnung. But because of what happened, Aber wegen dem, was passiert ist, I began to have a different picture of this lady. hatte ich ein anderes Bild von ihr. Because every time she looked at me, she was smiling, Pastor. Weil davor hat sie mich immer angelächelt. But then when that happened, Aber dann, als da was passiert ist, was sie there beleidigt were things in her heart that were exposed. es wurden Dinge in ihrem Herzen offenbart. And sometimes there are things you think you don't have. Manchmal gibt es Dinge, wo du denkst, dass du sie nicht hast. And then offense comes. Und dann kommt der And Anstoß. when offense comes, Und wenn Anstoß kommt, how you behave, wie verhältst du dich? how you react, Wie reagierst du? reveals what is in there. Offenbart wird dann, was Then it da needs ist. to be dealt with. Das sollte nicht da sein. All of us have this. Wir haben das alle. I will give you the last. Ich gebe euch die Lust. Last! You can go up here already, Shirley, just to comfort the people that I'm really getting that. Read this. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Oh. And she said, yes, Lord. Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said to her, oh woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, ja Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zur selben Stunde. I tell you this, Jesus would be arrested today by the German police. Und heutzutage würde Jesus von der Polizei in Deutschland Menschenrecht, no? She called the woman dog. er hat die Frau Hund genannt. Because the Jews, they look at the Gentiles as, Weil die Juden haben auf die Heiden als Hunde geschaut. won't you be offended? Würdet ihr da beleidigen? Definitely. Bestimmt. Who do you think you are? Was glaubst du, wer du bist? How dare you call me? Wie kannst du mich Hund nennen? Anzeige. Wenn du kannst. Right? Right? Stimmt's? Was she offended? Was sie beleidigt hat? Es ist mir egal. Das war ihr egal. We know the story. Because she kept her heart from being offended, she got her breakthrough. Weil sie ihr Herz davor bewahrt hat, beleidigt zu sein, hat sie ihren Durchbruch bekommen. Some of you, what's keeping you from your breakthrough Manche von euch, was hält euch von eurem Durchbruch? is the offense in your heart. Ist der Anstoß in eurem Herzen. Today, release that offense. Lass heute diese Beleidigung, diesen Anstoß frei. Ask the Lord to forgive you Bitte den Herrn um Vergebung and release forgiveness. und empfange Vergebung. Amen. Up your heart. Let's all stand.